Sommerdüfte unter 100 Euro, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich hoffe, ihr habt Bock, ihr habt Zeit, ihr habt Lust. 10 Stück am Start für die Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen im Sommer. Die bekommt ihr auf jeden Fall unter 100 Euro. Und ja, da würde ich mal sagen, wir legen los. Mein Name ist immer noch Dennis aus Hamburg, aka Fragrance Dog. So, da fangen wir mal mit den ersten an. Der kommt von Guerlain, oder Guerlain, wie ich mal so schön sagen, ist der L'Homme Ideal, und zwar das normale Eau de Toilette. Ja, das ist ein würzig, leicht würziger, doch leicht süßlicher Sommerduft, der dann eine schöne Mandel drin hat. So, und ein Sommerduft mit Mandel zu machen, das machen nicht viele, das können auch nicht viele. Die Brand kann das. Richtig schön frisch und die Mandel kommt richtig lecker und ist ein sehr sinnlicher, sexy Begleiter für die wärmeren Tage, würde ich mal behaupten. Zitrone, Bergamotte habt ihr auch dazu und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich diese Frische von der Bergamotte und Mandel. Das ist wichtig und das habt ihr, diesen Duft, und den bekommt ihr unter 100 Euro. Und dann habt ihr 6 Stunden ungefähr was davon. Ah, so ein schöner Duft. Ja, aber die Brand macht so schöne Düfte. Ja, mit dem nächsten Duft, da ging bei mir alles los. Jedenfalls, dass ich den ersten Duft selbst gekauft habe, und das ist der Roma Laura Biagiotti. Da habt ihr Mandarine, da habt ihr Zitrone. Im Endeffekt ist es auch ein schöner Zitronenkuchen mit Lorbeer, glaube ich, ist auch da drin. Aber lasst euch, ich betone das nur, lasst euch nicht abschrecken davon. Da wird nichts irgendwie, ihr werdet kein Lorbeer oder whatever riechen. Es ist einfach eine schöne Zitrone, eine schöne cremige, italienische Zitrone. Das habt ihr in diesem schönen Duft, und das ist immer noch einer der schönsten Düfte, Sommerdüfte und überhaupt Düfte, die es gibt. Und nicht, weil das der Duft ist, mit dem alles bei mir anfing früher. Er ist einfach immer noch lecker. Auch hier haben wir 6 Stunden Haltbarkeit ungefähr. Normalerweise, ich weiß, also auch wie der erste Duft zwischen 5 und 7 Stunden. Genauso könnt ihr den auch ungefähr einsehen, zwischen 4 und 7 Stunden. Ich muss ja immer das sagen, bei jeder Haut ist ja anders und jeder nimmt das anders auf. Aber habt ihr einen es ist auch nicht so typisch Zitrone, Vanille oder dieses Zitronenkuchen-Style, sondern ihr müsst ihn testen und dann wisst ihr, was ich meine. Und der ist günstig. Im Endeffekt wird er sogar verramscht, und das wird diesen schönen Duft nicht gleich mit diesen richtig coolen, nicen Flakon. Also Leute, Roma von Laura Biagiotti, für den Mann solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Der nächste Duft, der riecht wie eine Wäscherei, und das ist der Bois Imperial. Und den bekommt ihr, das ist ein Nischenduft, den bekommt ihr tatsächlich auch unter 100 Euro, wenn ihr schaut. Und da habt ihr richtig bis 12 Stunden Haltbarkeit, extreme gute Sillage, und es ist einfach staubtrocken. Er riecht wie, als wenn ihr an eine Wäscherei vorbeigeht, wo die Tür auf ist. Es ist stickig, es ist warm. Es ist natürlich auch ein bisschen Aproxan, dieses damit bei, aber es macht diesen Duft richtig lecker und einer der saubersten Düfte, die es überhaupt gibt. Also wenn man von Prada L'Homme redet mit frische Wäscheduft, dann könnt ihr den auch nehmen. Nur, dass der sehr stickig ist, ne? Wenn ihr so ein bisschen mehr Staub auf der Bettwäsche habt. So müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt klingelt das. Jetzt werde ich tatsächlich mal kurz mal einen Wake machen. Ja, da bin ich wieder. Da gab es ein Paket aus dem Ausland. Und da werde ich auch demnächst was zeigen. Das werde ich gleich mal aufmachen. Aber erstmal wollen wir natürlich hier weitermachen, würde ich mal sagen. Ja, und zwar mit den nächsten, und mit einem Klassiker, der über Minze kommt, und richtig schön aquatische Minze, allerdings auch synthetische Frische. Und das ist der Cool Water. Ja, ihr merkt, dass ich dieses Jahr Cool Water wieder rausgeholt habe. Ja, weil es ein Klassiker ist. Und auch die Jüngeren da draußen, die müssen diesen Duft kennen. Wer diesen Duft nicht kennt, hat die Welt doch verpennt. Übrigens, ihr müsst ja auch manche Leute... Ach, ich wollte eigentlich nichts sagen, aber manche Leute, guck mal, sage ich das jetzt oder nicht? Ihr müsst auch manchmal ein bisschen Humor. Ich habe das Gefühl, ihr geht zum Lachen in den Keller, oder? Manche verstehen, also für die Eingesessenen, die mich kennen, Leute, wenn ihr manchmal die Kommentare liest, ich glaube, es ist schon schrecklich, was da allgemein im Moment draußen so passiert, aber ich weiß ja nicht. Manche Leute gehen einfach zum Lachen in den Keller, verstehen Humor überhaupt nicht und mein Sarkasmus so und so nicht. Der ist auch manchmal schwer zu verstehen, aber ja, ist eben so. Wollte ich einfach mal so betonen. Cool Water,
geil, synthetische Frische. Früher war würzig, grün, frisch. Das gibt es leider nicht mehr. Hier ist nur noch synthetische Frische. Was heißt nur noch? Es ist trotzdem ein Klassiker. Die Minze kommt rüber. Angeblich auch Tabak drin. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Rieche ich nicht wirklich. Wenn überhaupt, ist das so vielleicht dieses, ja, vielleicht so ein bisschen minimal im Background. Aber eigentlich, es ist sehr synthetische Frische, als wenn ihr ins Wasser springt. Aquatisch auch so ein bisschen, ja, schwierig, ne? Aber es ist grundsätzlich ein Minzduft, aber nicht so wie, stellt euch jetzt nicht wirklich eine Minze vor wie Torino 21 oder Beach Hut von Amouage, nein, sondern einfach Cool Water Davidoff-Style. Aber auch wenn er nicht mehr grün-würzig ist, der funktioniert noch und der ist geil einfach. Ja, als nächstes haben wir den Mont Blanc Explorer und den dachte ich mal, hole ich mal nach langer Zeit wieder raus und warum auch nicht. Es ist im Endeffekt ein schöner, holzig, leicht fruchtig, frischer Duft, der natürlich ein bisschen an Aventus erinnert, logischerweise. Das war zu der Zeit, wo Aventus nicht rausgekommen ist, aber wo alle meinten, jetzt steige ich mal auf den Zug auf, wir machen das mal. Und ganz ehrlich, er ist sogar ein bisschen, also er ist erdig dazu noch, er ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen rauchig, aber er ist schon, sag ich mal, für den Preis und das, was ihr bekommt, auch eine gute 7 Stunden Haltbarkeit, auch natürlich hautnah. Kann man eigentlich nicht meckern, wenn man eine günstige Alternative in meinen Augen für einen Aventus haben möchte, dann holt euch diesen Duft. Es ist nicht so wirklich groß Ananas mit bei, glaube ich, rieche ich jedenfalls nicht so raus wie beim Original, obwohl das Original so auch nicht mehr so extrem über Ananas kommt, aber trotzdem kann man nichts mit falsch machen, wenn man so diese DNA von Aventus mag. Das Cremige gibt's hier natürlich so wie Aventus, diese Kopfnote gibt's natürlich nicht. Die habt ihr nicht, aber trotzdem ein guter Duft, der Explorer. Ja, als nächstes haben wir einen ganz günstigen Duft, der aber immer noch seit zig Jahren, auch den gibt es schon sehr lange. Im Endeffekt ist es ein, ja, sag ich mal, Drogerieklassiker, und zwar ist es Sculpture. Ja, Sculpture ist inzwischen eine synthetische Orangenblüte, aber wenn man nur diese DNA kennt und auch nur Sculpture, dann ist sie gar nicht so synthetisch und so plastikmäßig. So, wenn man natürlich von diesem Duft andere sehr ähnliche Düfte gerochen hat, und den danach, dann merkt man das. Aber man darf nicht meckern. Das ist ein Drogerieduft, der nicht viel Geld kostet. Und hat noch so ein bisschen natürlich eine eigene, so ein bisschen DNA, aber das ist eben diese Plastiknote im Background, aber für den Preis nicht schlecht. Es gibt allerdings auch das Eau de Parfum davon. Das kostet aber um einiges mehr, aber das ist auch besser. Aber hier als Eau de Toilette könnt ihr überall in Drogeriemarkt meistens bekommen. Also, das ist mein letzter Stand. Dann solltet ihr den mal holen. Haltbarkeit, da habt ihr auch was 5 Stunden, also zwischen 4 und 6 Stunden was von. Solltet ihr auf jeden Fall euch mal den Nicosai, das ist die Brand, Sculpture auf jeden Fall mal unter den Riechkolben führen. Guter Duft dafür. Ja, als nächstes kommen wir zu den Duft, den ihr auch in den Kühlschrank tun könnt. Ich meine, ihr könnt alle oder viele frische Düfte in den Kühlschrank tun. Jedenfalls für eine Viertelstunde, das geht auch nichts kaputt, und das ist Versace Eau Fresh. Mit den immer noch coolen Flakon, finde ich. Da habt ihr Sternenfrucht und Zitrone. Das ist natürlich auch schon sehr lecker, ne? Das ist zwar Plastik hier oben, aber sonst ist der Flakon, finde ich den immer cool. Da kommt natürlich eine neue Version raus, aber ich kenne die noch nicht, aber es geht ja um das Frische, um die um das Sommerding, deswegen stelle ich natürlich jetzt das Original vor, den OG, und den könnt ihr eine Viertelstunde in den Kühlschrank stellen, schön kühl und dann aufsprühen. Natürlich, im Endeffekt ist das nur ein kurzer Effekt, dann ist es ja auch wieder dasselbe, ne? Aber man kann das machen. Versace Eau Fresh, Sternanis, Zitrone, ist schon sehr lecker, dieses Feeling, diese Frische, und das macht schon Spaß, den Duft zu tragen. Ihr habt auch so ein bisschen Amber noch, bisschen was Holziges, holzige Anklänge, also der Versace, also ich muss schon sagen, Versace macht gute Düfte. Da kommt auch noch gleich ein Versace-Duft, der einfach auch passt. Also Versace kann das im Sommer, und Versace Eau Fresh, einfach mal testen. So, jetzt habe ich einen Duft, die Legende ist zurück, muss man schon fast sagen, weil der erste Duft, das Eau de Toilette, ist eine Legende. Jetzt kommt das Eau de Parfum Le de C von Issey Miyake hier als Parfüm-Variante. Ja, der neue Duft von Issey Miyake als Parfüm-Variante. Ja, das Original, habe ich da stehen, deswegen gucke ich da hin, ist ein Duft, der ja über Jahre ein Klassiker geworden ist. Da ist, keiner spricht so über ihn. Grundsätzlich über Issey Miyake spricht so und so nicht so viele Leute. Ich bin jetzt auch nicht von allen Düften so ein Fan,
Aber ich war immer Fan, warte, ich hole das mal ganz kurz, vom Original, das muss man schon sagen. Hier haben wir das Original. Ja, ein bisschen hier, oder bin ich gegengekommen, das passiert auch mal ganz selten. Schon bisschen angekratzt, aber ja, macht nichts in dem Fall. Das ist zwar schade, aber macht nichts. Wir schweifen ab immer. Wenn ich sowas sehe, schweife ich dann so ab, weil ich so, 100%iger bin, aber ja, das passiert dann eben mal, wenn man so viel Düfte manchmal hier so stehen hat, ne? Aber auf jeden Fall ist dieser ein schön frischer Duft, der auf jeden Fall seit Jahren eigentlich am Start ist, aber kein Mensch, also nicht so viele Menschen wie eben die üblichen Verdächtigen interessiert das so wirklich. Ich finde es ein bisschen schade, weil der wirklich gut ist im Sommer. Und jetzt haben wir den Ableger, das Eau de Toilette. Und da muss ich sagen, für mich, ich muss das auch Real Talk sagen, ist er jetzt nicht besser als das Eau de Toilette, aber er geht in diese Richtung. Er hat wieder die DNA vom Eau de Toilette, nur dass der hier süßer und fruchtiger ist. Ich würde auch noch nicht mal sagen, ja, vielleicht ist er dadurch ein bisschen abgerundeter und ist nicht so harsch wie das Eau de Toilette. Ich würde das Eau de Toilette bevorzugen, aber ich finde ihn auch gut, weil wenn man so ein bisschen dieses Fruchtige noch haben möchte, zum Beispiel für den Nachmittag oder auch für den, sagen wir vielleicht sogar eher für den späten Nachmittag und den für den Vormittag am Strand, zum Beispiel Urlaub, dann kann man die so abwechseln. Man könnte die auch übereinander layern, das würde auch funktionieren. Also L'Eau de Cé hat da mal wieder, also Issey Miyake hat da, oder die Brand besser gesagt, hat da wieder einen guten Flanker jetzt rausgehauen, der eben auch in die alte DNA, in die Ur-DNA geht, nur eben fruchtig. Und das finde ich cool. Also, warum auch nicht? Sehr schöner Duft im Endeffekt. Ihr habt nämlich so ein bisschen Zedernholz, Tannenbaumbalsam, glaube ich. Ihr habt Grapefruit und dieses Zusammenspiel mit ein bisschen Fruchtigkeit ist schon cool. Und deswegen sage ich mal, kann man das so machen. Ja, jetzt kommen wir zu den nächsten Versace und das, oder welcher könnte das sein? Versace Eros Energy natürlich, ja. Der Energy mit auch hier wieder einen coolen Flakon mit der Medusa hier. Also ich muss schon sagen, der Energy ist richtig gut geworden. Gefällt mir. Also wie NIM 2, nur in kühl, spritzig. Auch den könnte man, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber kann man auch in Kühlschrank mal 10 Minuten und dann kühlt der ja richtig nice ab. Hat auch so ein bisschen Anklänge von Aventus, aber mehr so dieses Aventus Cologne-Style. So ein bisschen in die Richtung. Ich betone das, hört so richtig zu, für Leute, die immer nicht richtig hinhören, so ein bisschen. Und dafür ist der Eros Energy wirklich gut. Also ich kenne diese, also allgemein will ich jetzt nur sagen, die Eros-Flanker sind gut. Ich kenne diese arabische Line jetzt nicht, die da rausgekommen ist für den arabischen Markt. Der soll aber auch gar nicht so gut sein. Okay, dann haben wir nichts verpasst hier. Und ich will da jetzt auch nicht, was weiß ich, wo den irgendwo dort bestellen oder so. Und wenn den jemand hat, ihr könnt mir den auch gern zuschicken. Ne? Macht mal gern. Haut mal rein, schickt mal rüber den Dog was, ne? Ist auch ein bisschen Arbeit, was ich hier mache. Es gab übrigens schon so mal Zuschauerpakete, ne? Es geht alles klar, da müsst ihr mich nur bei Instagram anschreiben, da werde ich auch ein separates Video dafür natürlich extra machen. Das gab's alles schon, habe ich hier auch schon gemacht auf dem Kanal. Ja, nur mal nebenbei, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es den hier gibt. Aber der hier mit Zitrone, Grapefruit, Mandarin, alles mögliche an Anfang, die schöne, fruchtigen Start, frischen Start, plus eben, ja, schon ein bisschen holzig, aquatisch gar nicht, würde ich sagen, aber schon ein schöner Duft. Ja. Ja, und zum Schluss kommen wir zum meistverkauftesten Designer-Duft der Welt für Männer. Das ist der Armani Acqua di Gio. Ja, da muss ich sagen, für die Leute, die jetzt neu sind, es ging wirklich so hin und her. Mal mochte ich ihn, mal nicht, dann habe ich ihn gekauft und so weiter. Aber irgendwann blieb es jetzt so hängen, umso älter ich jetzt werde. Ich finde ihn wirklich gut, den kann man richtig gut tragen. Es gibt jetzt wieder eine Neuauflage, die ist tatsächlich noch cooler und besser gemacht. Frischer, deswegen, die habe ich einmal gerochen, aber ich habe sie noch im Kopf. Die ist zwar auch aquatisch, so wie der hier. Gleiche DNA, ist ja logisch, nur irgendwie ein bisschen stärker und tiefer und ja, tiefgründiger, besser gemacht. Muss man. Auch hier habt ihr was Aquatisches, Früchte sage ich nicht, Früchte nicht, Zitrone und dieses übliche Spiel, was man in Sommerdüften hat. Aber nur aquatisch. Also wirklich sehr gut gemacht. Acqua di Gio. Und wie gesagt, das ist die alte Version, die ist ganz matt. Hier unten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist ein Glas, bisschen durchsichtig und dann hier oben matt, glaube ich. Und auf jeden Fall das ist die neue Version und die ist besser. Vielleicht werde ich mir die sogar tatsächlich auch mal holen, aber ja gut, dafür benutze ich ihn nicht so oft. Ob ich das jetzt machen muss, ist die zweite Frage.
aber das ist so, ja. So kann man das stehen lassen. Sehr schöner Duft. Ja, das habe ich hier gerade aufgeguckt. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, das waren die 10 Düfte. Schreibt mal unter, welche Düfte unter 100 Euro habt ihr, so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meinen Mittler. Und übrigens nochmal vielen Dank. Ey, ich habe ein Video rausgehauen, das wirklich ohne Ende durch die Decke geht. Ein Short-Video. Vielen Dank. Und überhaupt, meine Short-Videos laufen sehr top. Schön, dass ihr da auch vorbeischaut. Freut mich. Also für die Neuen und für die anderen schaut auch gerne meine Short-Videos. Läuft, würde ich mal behaupten. Also, Leute, dann bis zum nächsten Mal.